Heute gibt es Chrom, Lack, Leder und nicht ganz rostfreien Stahl. Nach 400 Metern leicht links abbiegen. Seit langer Zeit war ich mal wieder in einem Museum. Hallo? Wer sich für alte Traktoren und Oldtimer interessiert, der ist im Auto- und Traktormuseum genau richtig. Auch wenn das Museum von außen etwas unspektakulär aussieht. Das Museum befindet sich in Ulding am Bodensee bei Meersburg und bietet auf 4 Etagen Technik aus vergangenen Jahrzehnten. Neben dem ältesten Traktor findet man dort auch aktuell eine Sonderausstellung zum VW Käfer. Zudem gibt es auch noch jede Menge andere Oldtimer zu sehen, die alle sehr kreativ in Szene gesetzt sind. Unterwegs war ich mal wieder mit meiner Fuji X-T5 und dem 23 mm f1.4 und bei dieser Gelegenheit habe ich auch noch gleich den neuen Everyday Filter von Polar Pro getestet. Eine Mischung aus Pol und Black Mist Filter. Mit dem Polarizer werden Reflexionen vermindert und durch die Mist- bzw. Nebelfunktion blühen die Highlights etwas auf, was man auf den Bildern auch beispielsweise an den Lichtern gut erkennen kann. Das 23er f1.4 habe ich ganz bewusst gewählt. In den meisten dieser Museen hat man ja zum einen wenig Platz um das Motiv herum und zum anderen auch meistens wenig Licht. Bei den meisten Bildern war ich also mit einer Blende von 1.4 bis 2.0 unterwegs, da ich den ISO so wenig wie möglich nach oben pushen wollte. Auf der untersten Etage findet man den Themenbereich Landleben und Traktoren und es ist wie eine Zeitreise durch das ländliche Leben des letzten Jahrhunderts. Neben den ca. 250 Traktoren findet man dort auch jede Menge andere interessante Dinge, wie beispielsweise Werk- und Arbeitsstätten unterschiedlichster Art, die sensationell mit viel Mühe in Szene gesetzt wurden. Neben deutschen, englischen, französischen und amerikanischen Marken sind auch die Schweizer vertreten, was man natürlich unschwer am Namen erkennen kann. Unter all die Traktoren haben sich aber auch noch ein paar Oldtimer sowie Schwester Martha und das Dienstrad geschmuggelt. Auch wenn man vielleicht nicht so auf Traktoren und Landmaschinen steht, diese Ausstellung ist absolut sehenswert und man sollte es auch absolut schätzen, dass diese Kulturschätze erhalten bleiben. Alle Bilder in diesem Video wurden mit meinem neuen Adobe Lightroom Preset bearbeitet.
Basis für dieses Preset ist Classic Chrome und wie immer gibt es in diesem Classic Chrome Bodensee Pack 10 Presets mit unterschiedlichem Weißabgleich und einer veränderten Farbpalette. Das Preset Pack findet ihr in meinem Shop und den Link dazu in der Videobeschreibung. Wer jetzt gedacht hat, wir sind schon durch, der hat sich getäuscht. Ich habe noch 783 Bilder. Zumindest dauert es noch kurz, bis wir zur Sonderausstellung des VW Käfers kommen. Denn im Erdgeschoss befindet sich noch die Oldtimer-Ausstellung. Und auch hier sind wieder jede Menge Raritäten vertreten. Eigentlich hieß er VW 1200 oder 1300, aber alle kennen ihn unter seinem Spitznamen. Das Basismodell bekam man schon ab 5000 DM und gebaut wurde der Käfer in Serie von 1945 bis 2003, wobei die Produktion in Deutschland schon 1978 eingestellt wurde. Der Rest kam dann aus Mexiko. Neben dem Scheunenfund gab es natürlich auch noch viele andere Dinge zu entdecken. Ob Jakobskaffee oder Ernte 23, bei Tante Emma gab es damals einfach alles. Aktuell sind in Deutschland immer noch 43.000 Käfer mit H-Kennzeichen unterwegs. Die heute am teuersten gehandelten Käfer stammen aus den 50er und 60er Jahren. Allen voran der Herbie-Käfer aus dem Jahr 1963 mit über 100.000 €. Die Sonderschau des VW Käfers am Bodensee kann noch bis Januar 2025 besucht werden. Und ich werde sicherlich auch noch ein zweites Mal hingehen. Wie man sieht, gibt es im Auto- und Traktormuseum am Bodensee viel zu entdecken. Und es hat absolut Spaß gemacht, sich hier mit der Kamera durchzuarbeiten. Wenn ihr also mal am Bodensee seid, dann schaut doch einfach dort vorbei. Für 13,50 € gibt es hier absolut jede Menge zu sehen. Weitere Infos zum Auto- und Traktormuseum findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von mir für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.